Guten Morgen und willkommen zurück im Tiny House. Heute ist der Tag, an dem ich euch endlich zeige, was mein nächstes großes Projekt wird. Nein, es hat nichts mit dem alten Ägypten zu tun, sondern ich zeige euch das mal. Tada! Willkommen im möglicherweise ältesten und möglicherweise auch verranztesten Wohnmobil, das ihr jemals gesehen habt. Dieses kleine Baby hier ist von 1988 und zumindest im Innenraum in einem entsprechenden Zustand, den wir nun in den nächsten Monaten wieder herstellen wollen. Entweder auf Originalzustand oder vielleicht auch ein bisschen anders, je nachdem, ob wir eine H-Zulassung für das Auto wollen oder nicht. All diese Fragen, auch wie viel es gekostet hat und warum dieses und nicht ein anderes Wohnmobil und warum kein Van und all diese Dinge werde ich in Zukunft noch beantworten. Da wird es noch extra Videos dazu geben. Heute will ich euch einfach nur zeigen, womit wir es hier zu tun haben und was in Zukunft noch so kommt. Das Teil ist also ein Hymer Tramp, ein Aufbau auf einem Fiat Ducato von 1988. Das Fahrzeug läuft, hat einen TÜV noch bis 2023, also noch 2 Jahre haben wir hier wahrscheinlich hoffentlich Ruhe mit allem, was das Fahrzeug selbst betrifft. Läuft auch soweit alles, aber im Innenraum gibt es einiges zu tun und da werden wir uns, also mein Partner und ich, in den nächsten Monaten dran wagen. Ich wollte schon länger ein Projekt wieder, an dem ich mich austoben kann, ein bisschen was bauen kann, basteln, ein neues Gebiet für mich erschließen. Und so ein Reisemobil ist ja doch so ein bisschen auch was anderes als ein Tiny House. Ich freue mich schon sehr, weil das auch nochmal ein anderes Gebiet irgendwie für mich erschließt, das in den letzten Jahren für mich immer wichtiger geworden ist. Und das ist das Reisen einerseits, aber auch der Versuch, möglichst umweltverträglich zu reisen. Und da wird, was das Wohnmobil betrifft, auch noch einiges kommen. Wir haben ein Projekt vor, mit dem wir CO2-neutral mit dem Ding hier unterwegs sein können. Dazu auch später mehr, denn das ist gerade noch in der Mache. Also ja, über diese Dinge mache ich mir definitiv auch Gedanken und es ist schön, das jetzt hier umsetzen zu können. Ich gebe euch mal eine kleine Tour. Ein vollständiges Vorher-Nachher wird natürlich noch kommen, aber jetzt erstmal hier zur Übersicht und damit ihr wisst, was ich meine, wenn ich sage, das Ding braucht ein bisschen Liebe. Hier hinten haben wir die Küche. Das Teil hier bleibt zum Beispiel nicht oben, deswegen muss man sich hier noch behelfen. Das ist der Gasherd, wohl noch funktional, hat auch gerade vor kurzem erst eine Gasprüfung überstanden. Die Steuerung hier unten sieht etwas abenteuerlich aus. Das liegt auch wohl daran, dass der Kühlschrank hier mal erneuert wurde. Man sieht es, denn hier, das ist eigentlich gedacht, um den während der Fahrt zuzuhalten oder auch Schränke zuzuhalten. Das ist aber hier nicht mehr möglich, denn der steht hier raus. Das ist der Kühlschrank. Auch hier ein etwas älteres Modell, aber riecht noch in Ordnung und sieht auch nicht komisch aus. Bis auf vielleicht hier so ein bisschen Dreck, ne? Aber das kann man, glaube ich, wieder reinigen. Hier gibt es Staufächer, die aktuell sehr weit aufgehen. Man sieht auch hier, es ist schon ein bisschen bewohnt worden vor unserer Zeit. Das Fahrzeug hatte 10 Vorbesitzer. Es gibt überall so Schalter, wo man noch nicht so ganz weiß, wofür die sind. Zum Beispiel den hier. Es könnte sein, dass das hiermit zu tun hat. Scheint zumindest eine Art Lüftungsanlage zu sein. Allerdings stellt sich durchaus die Frage, warum jemand auf die Idee kam, eine Abluftanlage in einen Schrank hineinzubauen über dem Herd. Ja, damit man das Frittenfett dann 2 Wochen später hier drin abholen kann oder so. Und dann gibt es natürlich hier noch das Waschbecken. Die Pumpe funktioniert auch noch. Ich will die jetzt aber nicht anmachen, weil da kein Wasser im Tank ist oder überhaupt kein Tank dran ist. Wir müssen erstmal rausfinden,
wo die überhaupt sind. Denn, naja, das eine ist das, was in der Anleitung steht. Das andere ist das, was die Leute in den letzten 33 Jahren daraus gemacht haben. Quietsch. Steckdosen gibt es auch in den unterschiedlichsten Farben und Formen in diesem Wohnmobil. Hier unten noch original die Truma Heizung. Die läuft mit Gas, aber ehrlich gesagt, glaube ich, wir müssen ja erstmal die Verkleidung wieder ordentlich anbringen, denn im Moment kann man nicht mal den Knopf drehen. Aber bevor wir in den Bereich gehen, erstmal hier in die Nasszelle. So sieht die aktuell aus. Das ist alles noch der Originalzustand Piece, wie wir ihn bekommen haben, als wir das Ding jetzt vor ein paar Tagen abgeholt haben. Hier oben, genauso wie im restlichen Wohnmobil, gibt es 2, also hier 1 und im restlichen Wohnmobil 2 solche Abluftfenster mit Fliegengittern. Da muss man vielleicht auch noch ein bisschen was dran tun. Das Waschbecken klappt weg und hier dran. Und dann kann man hier unten die Toilette benutzen, die auch von den Vorbesitzern ist. Wir wissen nicht von wie vielen. Sie scheint noch in Ordnung zu sein. Man kann sich aber natürlich überlegen, ob man da vielleicht eine eigene möchte. Das hier dann also zum Duschen gedacht, aber wie gesagt, wir müssen uns erst hier um die Wassersituation kümmern. Es gibt zum Beispiel aktuell auch keinen warmen Wasserboiler hier drin. Kalt duschen mache ich schon ganz gerne mal, aber nicht jeden Tag. Ja. So, das Ding wieder zu und dann haben wir hier noch den Klamottensektor mit einem in die Richtung eingebauten Blaupunkt-Lautsprecher, der übrigens hier drüben seinen Zwilling hat. Also wenn schon alles andere noch nicht so ganz funktioniert, Musik hat man auf jeden Fall während der Fahrt. Das Ding hier ist an einem etwas komischen Ort angebracht. Das ist mobiles LED-Licht. Aber die Batterien sind leer. Genauso wie diese Steckdose. Man fragt sich ein bisschen, warum genau hier, aber okay. Hier unten war wohl mal der Warmwasserboiler und ist nicht mehr. Es ist nicht schlecht, wenn man sowas hat. Wir haben aber auch noch eine andere Idee. Mal schauen, ob die sich umsetzen lässt. Und hier kann man diese Teile noch zusätzlich ausziehen, damit man aus diesem Bett, man sieht schon hier der Tisch, der lässt sich runterklappen. Dann hat man das hier noch als Bett und dann kann man zusätzlich hier noch Bretter drauflegen, die uns aber fehlen. Da wissen wir gerade nicht, wo die sind. Wir haben sie noch nicht gefunden. Und dann kann man mit dieser Bank zusammen ein riesen Bett erstellen. Abgesehen von dem Reserverad, das hier eigentlich auch nicht hingehört. Da ist vorne unter der Motorhaube eigentlich die Halterung dafür. Das Hauptbett mit einer Matratze, die da nicht reinpasst. Und außerdem unten drunter lustigen ollen Isomatten. Und das Tolle an diesem Bett oder auch die Herausforderung für uns ist, es ist ein Hubbett, aber es geht nicht mehr ganz nach oben. Und es lässt sich auch oben nicht mehr festmachen, denn wenn man hier mal guckt, ist das irgendwann mal rausgebrochen. Und ich glaube auch nicht, dass es dazu gedacht ist, dass man das nur an einer Stelle aufhängt, denn in der Anleitung steht, das hat eigentlich 2 Aufhängungen. Die sind wohl irgendwann mal verschwunden, aber ich demonstriere mal kurz, oh Gott, was man damit machen kann. Ja, die Matratze liegt jetzt natürlich irgendwie komisch, aber das ist jetzt eine Stellung vom Bett. Es muss eigentlich noch ein bisschen weiter nach unten, dazu muss man aber die Sitze jetzt nach vorne klappen, das habe ich jetzt nicht gemacht. Und dann hat man hier seine Liegefläche. Eigentlich ziemlich praktisch, weil das was ist, was man tagsüber vielleicht nicht braucht und dann wegklappen kann. Allerdings kommt man dafür auch an diese Schränke hier sehr schlecht dran. Die bieten ja noch zusätzlichen Stauraum, die gehen auch nicht alle so gut auf. Deswegen muss man da mal gucken, was man mit denen macht. Hier gibt es noch so diverse kleine Fundstücke, von denen man auch nicht so genau weiß, was das immer alles ist. Da vorne ist noch ein großes Fach, aber an das kommt man definitiv nur dran, wenn das Bett runtergeklappt ist. Und leider geht es aktuell nicht höher als so. Das heißt, Stehhöhe ist hier gerade nicht gegeben, später aber schon. Das ist also der aktuelle Stand im Wohnraum mit ein bisschen Dreck und ohne Polsterbezüge. Ob wir uns auch gleich noch neue Polster besorgen, das müssen wir mal gucken. Natürlich hat so ein altes Fahrzeug seine Herausforderung. Kurz zeigen hier, das ist das Cockpit und das hier ist die Schaltung.
Die sitzt nicht hier unten, sondern die sitzt am Lenkrad. Das heißt, das Ganze ist um 90 Grad gedreht, was am Anfang ein bisschen eine Umgewöhnung erfordert. Die Handbremse ist außerdem hier unten. Also ich glaube, wir werden hier viel Freude haben und auch viel zu reparieren. So, nochmal die Ansicht von vorne. Also man sieht, da ist alles noch ein bisschen krumm und schief, vor allem durch dieses Bett, was eigentlich viel höher gehört. Aber es stellt sich ja auch die Frage, vielleicht für euch, was haben wir überhaupt mit dem Ding vor? Also wo wollen wir hin? Was wollen wir tun? Ich möchte gerne die Orte im eigenen Tempo erkunden und möchte auch mal Zeit haben, länger irgendwo zu bleiben, wenn ich das Gefühl habe, hier gibt es noch mehr zu entdecken. Und man ist mit so einem Wohnmobil halt einfach flexibler. Die Idee ist schon, dass man so gut wie es geht mit diesem Fahrzeug, mal schauen, wie lange der noch durchhält, so ein bisschen quer durch Europa, einfach wo es uns hin verschlägt und dass wir dann so lange eben bleiben, wie wir möchten und unabhängig sind und das, ja, hoffen wir mit diesem Fahrzeug hier erreichen zu können. Und wie gesagt, der Umweltaspekt des Ganzen, das hier ist ein Dieselfahrzeug, das gleich vorweg, aber ich habe mir da natürlich meine Gedanken gemacht. Also bevor die Kommentare, die ich schon ahne, kommen, wie kannst du nur als umweltbewusster Mensch dir ein Dieselfahrzeug anschaffen und dann noch so ein altes? Da gibt es Gründe dafür und wir haben uns da auch Sachen überlegt, also keine Sorge. Wir werden uns jetzt erstmal ums Putzen kümmern in den nächsten Tagen und Wochen und schauen, wo was zu tun ist, eine Liste anfertigen und dann so nach und nach mal die Dinge angehen. Ich bin sehr gespannt, was aus diesem ganzen Ding wird. Meistens ist man ja dann im Laufe des Projekts selber überrascht, was da alles rauskommt und was noch zum Vorschein kommt und was man vor allem noch alles tun muss, das man am Anfang nicht bedacht hat. Aber so ist es. Wir haben das im Budget auch eingeplant und wir hatten, was den Preis betrifft, mit diesem Fahrzeug auch einfach Glück. Denn wer von euch selber auch gerade sucht, weiß, der Wohnmobilmarkt ist im Moment verrückt. Sehr froh, dass wir das jetzt geschafft haben und ich freue mich in den nächsten Wochen und Monaten und vielleicht sogar Jahren, wenn das Ding noch eine Weile hält, euch hier viel noch von dieser neuen Reise jetzt zeigen zu können. Das war es, glaube ich, soweit erstmal von mir heute. Ich werde mich jetzt vielleicht ans Putzen machen, mal gucken. Und dann sehen wir uns alsbald zum nächsten Video. Schreibt mir gerne schon mal, welche Fragen ihr habt, aber wie gesagt, das kommt alles noch in Zukunft. Eine schöne Zeit, viel Erfolg bei euren eigenen Projekten, welche auch immer das gerade sein mögen. Und bis dahin, ciao.